Wann bist du zuletzt dir selbst begegnet? Nicht im Vorbeigehen, nicht im Spiegel zwischen zwei Terminen, sondern wirklich, ganz. Manchmal erzählst du Geschichten von allem, was du erlebst. Du sprichst von Orten, die leuchten, von Menschen, denen du begegnest, von Erfolgen, die du erringst, und es klingt, als wäre dein Leben voll. Doch in stillen Momenten spürst du vielleicht, da ist viel Welt, aber wenig du selbst. Es ist möglich, überall zu sein und doch nie anzukommen. Nicht bei dir. Stell dir vor, wie du deine Leiter baust, Sprosse um Sprosse, Jahr um Jahr. Du steigst hinauf, immer weiter, überzeugt, dass du deinem Ziel entgegensteigst. Du entbehrst vieles: Schlaf, Freude, Freunde, Momente der Nähe. Du erträgst Leid, nimmst Not in Kauf, verzichtest auf Träume und opferst leise das, was dir einmal wichtig war. Alles nur, um dieses Ziel zu erreichen. Und als du oben stehst, siehst du, dass die Leiter an der falschen Wand lehnt. All die Mühe, all die Opfer und die bittere Enttäuschung, fast dein ganzes Leben vertan. Du erreichst viel, aber nicht das Eigentliche. Du kämpfst, doch nicht um dich. Du setzt Ziele, du strebst, du hastest, und erst spät merkst du, dass das, was du suchst, nicht draußen liegt. Du kannst Erfolge feiern und trotzdem leer bleiben. Du kannst viel besitzen und dich dennoch arm fühlen. Denn ohne dich selbst ist alles andere nur Dekoration. Manchmal erkennst du es erst, wenn dein Körper müde wird, wenn deine Hände nichts mehr halten können, wenn du in den Gesichtern anderer nichts mehr findest, was dich trägt. Dann spürst du, dass du an dir selbst vorbeigegangen bist. Wenn du dir selbst begegnest, spürst du, was wirklich zählt. Es ist keine Liste, es ist kein Applaus, es ist kein Sieg, es ist ein stilles Wiedererkennen, ein Hey, da bist du ja. Ein Ankommen im eigenen. Vielleicht fürchtest du dich vor dieser Begegnung, weil sie ehrlich ist, weil sie keine Masken duldet. Doch sie ist nicht hart, sie ist gütig, sie wartet. Und wenn du dich traust, kommt nicht der Sturz. Es kommt das Fallenlassen ins Gehaltenwerden. Von dir selbst. Du darfst Geschichten loslassen, die dich klein machen. Du darfst Erwartungen ablegen, die nicht die deinen sind. Du darfst deine Schuld und Scham betrachten und sie Stück für Stück in Frieden verwandeln. Und du darfst behalten, was dich wirklich trägt. Du darfst neu wählen. Welcher Weg gehört dir? Welche Aufgabe ist wirklich deine? Welche Sehnsucht stammt aus deinem Innersten und nicht aus dem Echo der Stimmen anderer? Es ist kein Urteil, es ist Versöhnung, ein leises Ja zu dir. Wenn du dir selbst begegnest, erkennst du, du warst nie verloren, nur unterwegs. Und jede Umleitung, jeder Umweg führt doch hierher. Vielleicht hast du dich verirrt,
Vielleicht bist du gefallen, vielleicht hast du dich an Zielen verausgabt, die nicht die deinen waren. Doch all das führt dich jetzt zu diesem Punkt. Und am Ende, wenn die Stimmen leiser werden, bleibt etwas, das dich trägt. Gewissheit, nicht laut, aber fest. Dass du dir selbst begegnen kannst, heute, jetzt, immer wieder. Und dass dieses Ankommen der Anfang ist, nicht das Ende. Wenn du dir selbst begegnest, öffnet sich dein Leben, nicht in Glanz, sondern in Wahrheit. Und diese Wahrheit sagt dir, du bist genug, du bist hier, du bist angekommen bei dir.